Dear Dr. Fennell, Point Alpha team, and viewers, a couple of weeks ago, I probably would have begun my speech by emphasizing the importance of the Point Alpha Memorial for our collective memory, because it is so easy to forget that it has not always been possible to move freely from Hesse to Thuringia, to drive from Frankfurt to Erfurt. In the face of our current health crisis, we are now constantly reminded, maybe for the first time since the end of the Cold War 30 years ago, just how valuable the freedom of movement is. For the last couple of weeks, we have experienced firsthand the heartbreaking reality of separated family members, the pain of being unable to be close to our loved ones, the burden of not being able to walk or drive or fly wherever we want. It is important now more than ever to remember a time when our freedom was not limited by a virus outbreak, but by concrete walls and barbed wire fences. We can take comfort in the fact that it was solidarity that liberated us then, and it is solidarity that will help us deal with this current situation. 2020 is the year of anniversaries. It is the 75th anniversary of the end of the Second World War and the liberation of the concentration camps by Allied forces. It is the 30th anniversary of the last border patrol of US troops here at Point Alpha, marking the end of the Cold War. Even Secretary Pompeo served not too far from here. 2020 also marks a year of unprecedented challenges that require us to work together and to make sacrifices for the benefit of society as a whole, as Chancellor Merkel recently stated. Let us treat this commemoration ceremony as an expression of a sustained commitment to the transatlantic community, to democracy and freedom, and to our shared values. The German-American relationship was front and center during the Cold War as American candy bombers like the famous Air Force pilot Gail Halvorson flew to the rescue of a starving population during the Berlin airlift. When the 27-mile Berlin Wall went up, dividing families, friends, and an entire people, the United States stood by those on both sides who wanted freedom and democracy. The words of Presidents Truman, Kennedy, and Reagan provided comfort to East Germans chained down by communism. Standing side by side, we worked to restore democracy to all parts of Germany. Together, we will overcome the challenges that we are facing today and in the future. I thank the organizing committee for their extraordinary effort to maintain and preserve this historic site. Up until the fall of the Iron Curtain, Point Alpha served as one of the most important observation points for the American Army, and it keeps reminding us of the fragility of freedom. Your work allows us to honor the bravery and the achievements of the individuals who served here. Your work helps us make sure that the victims of the SED regime are never forgotten. We strongly support your active outreach to young people who have known only a united Germany. At memorial sites like this, they have the rare opportunity to get in contact with eyewitnesses, or Zeitzeugen. Even though we cannot communicate face-to-face this year, we can still make sure that their stories continue to be shared. This crisis forces us to be creative when trying to exchange thoughts and ideas, and I am grateful that I could share mine with this video. I want to congratulate the Point Alpha team, as well as the state governments of Hesse and Thuringia, for integrating the memories of the past into forward-looking educational programs, which are vital for a living democracy. We at the U.S. Consulates General in Frankfurt and Leipzig look forward to working with you in the years to come. Thank you. Sehr geehrter Herr Dr. Fennell, liebes Team von Point Alpha, liebe Zuschauer. Vor einigen Wochen hätte ich meine Rede wohl damit begonnen, die Bedeutung der Gedenkstätte Point Alpha für unsere Erinnerungskultur zu betonen. Denn man vergisst leicht, dass es nicht immer möglich war, einfach von Hessen nach Thüringen oder von Frankfurt nach Erfurt zu fahren. Inmitten der aktuellen Gesundheitskrise werden wir nun unablässig
vielleicht zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges vor 30 Jahren an den Wert der Bewegungsfreiheit erinnert. In den letzten Wochen haben wir am eigenen Leib erfahren, wie herzzerreißend es ist, getrennt von unseren Familienmitgliedern zu sein. Wie schmerzhaft es ist, auf die Nähe zu unseren Liebsten zu verzichten und wie belastend es ist, sich nicht frei bewegen zu können, sei es zu Fuß, mit dem Auto oder gar mit dem Flugzeug. Es ist wichtig, jetzt sogar wichtiger denn je, uns an die Zeit zu erinnern, in der unsere Freiheit nicht durch ein Virus, sondern durch Mauern und Stacheldrahtzäune eingeschränkt war. Wir können Ermutigung in der Tatsache finden, dass es Solidarität war, die uns damals zur Freiheit verholfen hat. Denn es ist Solidarität, die uns auch jetzt hilft, mit der aktuellen Gesundheitskrise umzugehen. 2020 ist das Jahr der Jubiläen. Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und wir gedenken der Befreiung der Konzentrationslager durch die Alliierten. 2020 jährt sich die letzte Grenzpatrouille hier am ehemaligen US-Beobachtungsstützpunkt Point Alpha unweit des Ortes, an dem auch Außenminister Pompeo diente, zum 30. Mal. Wir erinnern uns damit an das Ende des Kalten Krieges. 2020 ist auch ein Jahr beispielloser Herausforderungen, die vor uns verlangen, zusammenzuarbeiten und Opfer für das Gemeinwohl zu bringen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel vor kurzem betonte. Lassen Sie uns diese Gedenkzeremonie dazu nutzen, unser anhaltendes Engagement für die transatlantische Gemeinschaft, für Demokratie und Freiheit sowie für unsere gemeinsamen Werte zum Ausdruck zu bringen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren Dreh- und Angelpunkt zur Zeit des Kalten Krieges, als Rosinenbomber wie die des berühmten Air Force-Piloten Gail Halvorsen während der Berliner Luftbrücke Einsätze zur Rettung einer hungernden Bevölkerung flogen. Als 43 Kilometer Berliner Mauer Familien, Freunde und ein ganzes Volk voneinander trennte, standen die Vereinigten Staaten Seite an Seite mit jenen, die Freiheit und Demokratie forderten. Die Worte der Präsidenten Truman, Kennedy und Reagan ermutigten Ostdeutsche, die in Unfreiheit unter einem kommunistischen Regime lebten. Sie setzten sich dafür ein, die Demokratie in allen Teilen Deutschlands wiederherzustellen. Zusammen werden wir auch die heutigen und zukünftigen Herausforderungen bewältigen. Ich möchte mich ausdrücklich beim Organisationskomitee bedanken, das keine Mühe scheut, diese historische Gedenkstätte zu bewahren und zu pflegen. Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs hat Point Alpha als eines der wichtigsten Beobachtungsstützpunkte der amerikanischen Streitkräfte gedient und erinnert uns fortwährend an die Gefährdung unserer Freiheit. Ihre Arbeit erlaubt es uns, den Mut und die Errungenschaften der Personen zu ehren, die hier gedient haben. Ihr Einsatz trägt entscheidend dazu bei, dass die Opfer des SED-Regimes niemals in Vergessenheit geraten.
Wir schätzen Ihre aktiven Bemühungen sehr, junge Leute zu erreichen, die nur ein vereintes Deutschland kennen. An Gedenkstätten wie Point Alpha haben Sie die seltene Gelegenheit, mit Zeitzeugen in Kontakt zu treten. Obwohl wir uns dieses Jahr nicht persönlich austauschen können, wird hier trotzdem sichergestellt, dass die Geschichten von Zeitzeugen weiterhin gehört werden. Die gegenwärtige Gesundheitskrise zwingt uns dazu, kreativ zu sein, wenn wir Gedanken und Ideen austauschen wollen. Ich bin dankbar, dass ich meine durch dieses Video teilen kann. Ich möchte dem Point Alpha Team sowie die hessischen und Thüringen Landesregierung dazu gratulieren, dass sie es geschafft haben, diesen Ort mit seinen historischen Fakten und Erinnerungen in einen zukunftsorientierten Lernort zu verwandeln. Dies ist sehr wichtig für eine gelebte Demokratie. Die amerikanischen Generalkonsulate in Frankfurt und Leipzig freuen sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit in kommenden Jahren. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.